Hallo und herzlich willkommen auf Protect Inner Circle. Last but not least, das letzte Gedicht ist geschrieben und mit diesem Video endet meine erste Themenreihe Agape, die bedingungslose Liebe. Ich habe begonnen, ein E-Book zu schreiben mit Gedichten über die Agape-Liebe und mir ist währenddessen bewusst geworden, dass diese sich aufbaut auf die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, auf die Treue, auf Güte, auf Liebe und Frieden, auf die Freundlichkeit, aber auch auf Stärke, Einsicht und Weisheit und eben aber auch Gottesfurcht und Frömmigkeit. Also es sind ganz viele 16 Gaben und Früchte des Heiligen Geistes, die man in sich kultivieren darf, ganz viele Samen, die man in sich aufkeimen lassen darf. Und wenn man all dies für sich entdeckt hat, und es sind wirklich die Schlüssel und die Bausteine genau für eben diese Agape-Liebe, um das in sich zu entdecken. Ich sehe leider viele Paare, die aufgrund von Mangel sich zusammengeschlossen haben und eben vielleicht auch nicht unbedingt immer glücklich sind, weil sie eben von einem anderen etwas erwarten. Es geht gar nicht. Und ich für mich durfte eine ganz tolle Heilreise erfahren, wodurch ich eben auch jetzt anderen Menschen die Hand reichen möchte, eben genau denselben Weg gehen zu können, um eben eine harmonischere Beziehungen führen zu können. Aber nicht nur zu dem Partner, sondern auch zu den Kindern oder halt eben der Familie an sich, in der Firma, auf der Arbeit, andere Begegnungen zu haben und vielleicht auch mehr Respekt vom Chef zu bekommen. Alle diese Dinge. Ich spreche auch darüber, dass man eben seine eigene Komfortzone, seine Zweifel von sich geben kann. Und ja, hoffe, bis hierhin hat die Themenreihe einfach auch gefallen. Ich habe mir das ein oder andere Video nochmal nachgeschaut und entdeckt, okay, ich würde das aus dem heutigen Standpunkt ganz, ganz anders auch noch erklären oder vielleicht auch das Gedicht ganz anders dazu schreiben. Einfach weil ich in diesen paar Wochen, die ich das jetzt begonnen habe, auch noch wieder mich so viel weiterentwickelt habe und so viel Neues entdeckt habe. Das Lernen, das in der Schrift und auch im Glauben und die ersten wackeligen Baby-Christ, ich nenne mich immer Baby-Christ, gehen zu können. Das ist so, so spannend und da darf ein jeder halt auch gerne drauf schauen für sich selber. Und ja, es ist halt nicht nur die Liebe und der Frieden und die Freundlichkeit zueinander. Selbstverständlich. Es gibt so vieles, was man in sich entdecken darf. Aber seid euch gewiss, es werden auch Angriffe kommen. Du wirst Prüfungen zu meistern haben, wenn du eben genau diesen Weg gehst. Die Heilreise hat mich, ich nenne das einfach so, sie hat mich nicht zu mir selbst geführt, sondern zu mir selbst durch Gott, wer ich überhaupt erst durch ihn bin, wie ich überhaupt in meiner Essenz durch ihn gedacht wurde. Ich habe mir selber gedacht, wie ich bin, wie ich sein möchte und so weiter und so fort, aber es gibt den Grundkern, der eben alle diese Gaben und Früchte des Heiligen Geistes ja schon in sich besitzt, die man nur aufkeimen lassen muss, die aber vielleicht unterdrückt wurden oder auch, wenn da schon Pflänzchen waren, durch Traumata und so weiter, Verletzungen, die halt eben im Keim erstickt wurden. Und das gilt es halt jetzt eben alles wieder aufzudecken und da muss man halt eben leider auch durch einiges durchgehen, zum Beispiel Demut oder das Gefühl von Schuld zu haben, das tut weh, das tut wirklich weh im Herzen. Das ist nicht schön, eben all diese Gefühle auch zu haben. Wenn man aber verstanden hat, dass man eben nicht unbedingt das ist, was man selber immer nur denkt, wer man ist, oder auch die Emotionen, die man hat, sondern wenn man da eben irgendwann hinterblicken kann, diesen Raum hinter den Gedanken und Emotionen, dann ist man in Gottes Präsenz und kann eben auch diesen Frieden empfinden.
und kann viel leichter durchs Leben gehen, durch diese Heilreise gehen, durch das, was man sich selber eben auch noch erschaffen möchte, mit ihm zusammengehen, weil man gewiss sein kann, man darf die Komfortzone verlassen und auch dieser erste Schritt bedeutet Mut. Du musst Mut haben und da durchgehen und es tut weh, diesen Mut aufbringen zu müssen, aber auch nur für einen Moment. Es ist wie damals im Freibad vom Dreier haben wir das, vom 3-Meter-Brett zu springen. Das bedarf nur eine Sekunde Mut, dass man diesen einen Schritt geht, aber wenn du ihn gegangen bist, dann landest du im Wasser und du findest das so cool und rennst die Treppe gleich wieder hoch. So haben wir das als Kinder auf jeden Fall damals gemacht und genauso spannend wird diese Reise hier halt eben auch. Du denkst, oh nee, das will ich nicht und es tut weh und oh mein Gott, und so wie Jesus am Kreuz gestanden hat, der nun wirklich viel gelitten hat, also der wirklich ja alles auf sich genommen hat an Schmerz und Leid und Scham und auch er, der gesagt, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, und aber er ist dahin durchgegangen und ja, ist für uns vorausgegangen. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass ich dieses Gedicht bis zum Schluss aufgespart habe. Zufällig, obwohl ich nicht an Zufälle glaube, aber es ist so, diese Stärke, die man eben auch aufbauen darf, habe ich halt hier in diesem Gedicht einfach noch versucht irgendwie herauszukitzeln. Und die letzte Gabe des Heiligen Geistes, die ich hier beschreibe in meinem E-Book, ist der Rat, die Unterscheidung. Wer redet zu dir? Welche Stimme? Ist es die gute Stimme, die schlechte Stimme? Und das Gedicht heißt Halte Stand. Intuition liegt tief im Bauch. Doch fühlt dein Herz es auch? Auch wenn dein Bauch jetzt ruhig schläft, dein Herz schmerzt, denn es ist dein Prophet. Welchen Weg schlägst du ein? Sollte es Angst oder Mut sein? Höre, wer zu dir spricht. Ist es Zweifel oder Zuversicht? Lade Vertrauen ein und werde heil, denn Bitterkeit ist des bösen Pfeil. Der Weg ist Vergebung, auch wenn jemand versucht, dir Schuld aufzuladen, indem er dich verflucht. Bitte um Einsicht und erlange Weisheit, diese führt durch den göttlichen Weg gescheit. Erkenne, dass du dich nur als Tor dem Weltlichen beugst. Entscheide dich in die Führung, indem du bezeugst. Gehst du auf Sicherheit oder wahrhaftig im Licht? Jetzt bist du dran, glaubst du oder nicht? Jetzt ist die Zeit, alte Muster und Kontrolle zu brechen. Wissen, ist es Gott oder wollen Dämonen zu dir sprechen? Gott gibt nicht immer gleich eine Antwort, aber er wird dir den Weg weisen. Er wird Berge für dich versetzen und dich begleiten auf deinen Reisen. Der Herr bricht die Mauern der Stadt, wo ein ganzes Heer gezweifelt hat. Also halte Stand in dieser Zeit und sei für sein Wirken in dir und durch dich bereit. Ja, die Intuition liegt tief im Bauch und fühlt dein Herz es auch. Es ist einfach so, dass du vielleicht, weil du deiner Intuition schon immer vertraut hast, eine Entscheidung triffst zum Beispiel und denkst, okay, diese Entscheidung, die ich jetzt treffe, die lässt mich sicher fühlen. Ja, aber es ist leider genau das Verkehrte, denn die Entscheidung, die dich sicher fühlen lässt, die dich einen Schritt zurückrudern lässt, die hält dich weiterhin gefangen in deinem alten Leben, in deinen alten Mustern und Prägungen. Und das merkst du halt eben, wenn das Herz aber wehtut. Also wenn du sagst vom Bauchgefühl her, okay, das ist genau die richtige Entscheidung, der richtige Weg, den ich jetzt für mich gehe, und du bist so erleichtert und denkst so, oh, Sicherheit, Sicherheit, wow. Aber du merkst so im Herzen so, das ist vielleicht, das tut aber irgendwie weh. Und du kannst nur mit Mühe und mit Kraft und mit Ablenkung und Arbeit und Sport und keine Ahnung was, dich von diesem Herzen irgendwie entfernen, damit es nicht mehr wehtut, eine neue Mauer drumherum legen. Dann kannst du dir gewiss sein, das ist nicht der richtige Weg.
Der richtige Weg, der führt durch das Herz. Und deswegen schreibe ich auch, denn es ist dein Prophet. Dieses Herz sagt dir die Wahrheit. Und auch wenn du denkst, okay, diese Entscheidung so rum wäre jetzt sicher gewesen, ich habe dann wieder mein altes Leben, ich habe alles unter Kontrolle, so wie ich es immer hatte. Ja, aber es ist nicht der richtige Weg. Der richtige Weg ist, diesem Herzen zu vertrauen und zu sagen, ich bin mutig, ich wage diesen Schritt außerhalb meiner Komfortzone und ich gehe, egal was mir das Außen zeigt, egal ob auch vielleicht Stimmen aus meinem Umfeld mir raten und dagegen sprechen und sagen, nein, tu das lieber nicht. Ich weiß nicht, wie viele Stimmen ich gehört habe, meinen Weg nicht zu gehen. Ich habe auch gehört, dass ich mir mein Leben dadurch komplett versaue. Und ich fühle mich so gut und lebendig wie nie zuvor. Und deswegen, ja, schade. Ich habe nicht drauf gehört, auf diese Stimme vom Außen, sondern auf mein Herz. Also nicht schade, ich finde das eigentlich sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass in diese Richtung auch nochmal ein Gespräch aufkommen wird. Ich weiß es nicht, ich werde es nicht initiieren, aber vielleicht kommt dieser jemand ja eben auch auf mich nochmal zu und sagt mir, hey Mensch, finde ich irgendwie doch toll, ich möchte das jetzt auch. Dann bin ich natürlich auch bereit, da eben die Hand zu reichen und den Weg zu leiten. Welchen Weg schlägst du ein? Sollte es Angst oder Mut sein? Ja, das ist es eben. Ne? Geht man in die Sicherheit zurück oder ist man einfach mutig und sagt so, wenn nicht jetzt, wann dann? Höre, wer zu dir spricht. Ist es Zweifel oder Zuversicht? Ich kenne keinen einzigen Unternehmer, der zum Beispiel expandiert hat, der aber nicht auch angegriffen wurde. Es ist so, wenn du einen großen Schritt in die richtige Richtung wagst, dann wirst du befeuert. Dann, wenn was Gutes entsteht. Es ist ja genauso wie diese Begegnung, die ich hatte. Die war so gut und ja auch gewollt, von Gott geführt und gewollt. Und es ist klar, dass das alles Böse einfach dagegen feuert. Und so ist das halt eben auch. Zum Beispiel, wenn du jetzt du bist zum Beispiel eine Hausfrau und Mutter, während der Ehemann, der Ehepartner zur Arbeit geht und die Brötchen verdient. Aber es ist Chaos zu Hause und ihr kriegt es irgendwie nicht auf die Kette. Es ist überhaupt keine Ruhe da, keine Harmonie. Man kann sich gar nicht miteinander entspannen und man hinkt immer nur so den Rechnungen hinterher. Du kannst diesen Schritt daraus wagen. Und das tut nicht weh. Ja, du musst etwas ändern. Doch, das tut ein bisschen weh, wenn man was ändern muss, weil man will ja nichts ändern. Und ja, aber bist du es, der es nicht will? Nein, dein Herz hat dir gesagt, du willst es ändern. Das, was es nicht will, ist dein Ego, was dich festhält, was sagt nein, was Widerstand hat. Ich habe so viel Widerstand in mir gehabt und auch gefühlt. Also ich bin ja auch, habe das ja auch nervensystemisch alles in meinem Körper erforscht und gefühlt, wenn ich irgendwo einen Schritt gehe oder eine Entscheidung treffe, die ich vom Ego aus nicht möchte, weil es eben meine Komfortzone durchbricht. Es tut weh, ja. Aber es ist, wenn man sich dann entscheidet, eben diesen Widerstand loszulassen, da kann man es laufen lassen. Und dann, wenn man dann erstmal einmal durch ist, ja, dann ist das so wie nie passiert. Lade Vertrauen ein und werde heil, denn Bitterkeit ist des bösen Pfeil. Also ja, es ist halt, ne, wenn du das Vertrauen hast und eben in diese Heilung auch gehst, du wirst angegriffen. Und auch gerade so diesen Geist der Bitterkeit hatte ich sehr, sehr viel in mir, aber auch nur, weil ich ihn initiiert habe. Also es ist ein riesengroßes Thema, was ich hier jetzt in einem Vers anspreche, das aber einen ganzen Kanal für sich bestimmt. Und da kann ich halt eben auch Christina Junge empfehlen, meine Mentorin. Auch die hat 2 Kanäle, die mir sehr, sehr gut gefallen. Zum einen ist mir ja sowieso immer wichtig, die geheilte Weiblichkeit und Männlichkeit. Das ist einer ihrer ersten Arbeiten. Und später geht sie ja richtig auch ins Gebet und in die Gebete hinein, wie man eben auch den Geist der Bitterkeit von sich ablöst und davon absagt. Und sie hat das einfach so schön auch beschrieben.
Und die beiden Kanäle verlinke ich einfach unten auch nochmal sehr gerne. Da kann man in das Thema sich vielleicht schon mal ein bisschen auch hineinhören. Und ja, es ist sehr, sehr, sehr komplex und viel zu viel für mein E-Book. Aber ich gehe da gerne noch weiter drauf ein. Vertrauen ist einfach so, so wichtig und das Heilwerden und eben, weil eben der Zweifel kommt oder weil eben solche Dinge wie diese Bitterkeit kommen, wo man wirklich alles nur hinwerfen möchte und sagen möchte, wozu noch? Ja, aber das ist wirklich etwas, was nicht unbedingt deins ist in deinem Herzen, was man einfach auch ablassen kann. Und wenn du es erstmal abgelassen hast, dann kannst du auch ruhig schlafen und dann brauchst du auch nicht mehr weinen, weil du eben so bitter bist. Und auch diese negativen Gedanken, die klären sich, die lösen sich. Ich bin ja durch meine Unternehmerschule einfach auch mit 20 Jahren schon begonnen, positiv zu denken und habe sehr, sehr viel Mindset-Arbeit geleistet. Und auch wenn ich dann eben so meine Sachen immer nur abgedeckt habe und da nicht hingeschaut habe, es war nicht der richtige Weg. Es hat mir bis hierhin weiter geholfen, ja, aber jetzt habe ich das halt eben aufgebrochen, beziehungsweise es wurde aufgebrochen und ich saß da ja nun mal drin und habe gesagt, okay, es geht eben nur in diese eine Richtung, aber dieses Mindset, dass das nochmal so in diese Negativität einfach auch von alleine umswitchen kann, eben weil ich angegriffen wurde, weil eben diese Bitterkeit gekommen ist und auch Verfluchungen, Verwünschungen auf mir gelegen haben, wo ich dann halt eben auch gedacht habe, okay, wer bist du denn jetzt hier überhaupt noch? War völlig von der Rolle, vom Mindset her, weil ich gedacht habe, das kann doch nicht sein. Wie kann das sein, wenn du als positiv denkender Mensch immer nur positiv gewesen bist, plötzlich sich so eingeschlichen hat? Das hat sich ja auch so langsam eingeschlichen. Letztes Jahr fing das an, ja, eigentlich mit dieser Begegnung, muss ich sagen, dass ich dann plötzlich auch gesagt habe, so, ich habe irgendwie trübe Gedanken, ich weiß überhaupt nicht, wo das herkommt. Und ich bin dann ja auch nach Polen gefahren, in den Urlaub eigentlich nur, um meine Gedanken zu klären und zu gucken, was ist das überhaupt? Und ich habe das zum damaligen Zeitpunkt noch nicht verstanden. Ich habe gedacht, okay, ich treffe Entscheidungen und so weiter und komme zurück und starte dann einfach neu durch. Ja, schade, es hat aber leider nicht funktioniert. Ich bin halt ganz woanders gelandet auf einmal, aber diese Entscheidung, die ich damals getroffen habe, wirklich, dass ich das ablegen kann, die hat mich bis hierhin halt eben begleitet und ich glaube, dass das irgendwie auch so miteinander zu tun hat, dass ich diesen langen Weg bis hierhin eben auch brauchte, um halt eben dahinter zu steigen. Und die Gabe des Rates ist ja auch die Unterscheidung der Geister, um dann halt eben auch zu sagen, es ist mein Ego, es ist der Widersacher, der da mir irgendwelchen Blödsinn einredet, oder bin ich das wirklich selber oder Gott? Das sind eben zwei verschiedene Geschichten. Der Weg ist Vergebung, auch wenn jemand versucht, die Schuld aufzuladen, indem er dich verflucht. Ich bin dankbar für jede Beziehung, die ich hatte, muss ich sagen. Es waren jetzt nicht so viele, aber am Anfang war ich doch schon auch traurig, egal in welcher Richtung das auseinandergegangen ist, ob ich es initiiert habe, dieses Auseinandergehen oder andersrum. Aber irgendwo ist es so ein Weg, den man gemeinsam geht oder in der Freundschaft vielleicht auch und man dann sich trennt und andere Wege geht. Das ist ja meistens nie irgendwie schön und wenn das halt eben nicht so gut auch auseinandergegangen ist, da dann eben den Groll auch zu hegen, das ist so, ja, du verfluchst damit den anderen und der hat es dann halt eben nicht leicht. Und wenn du eben ein böser Mensch bist, dann mach das gerne weiter. Wenn du aber sagst, nein, ich möchte für mich kein böser Mensch sein, auch wenn ich böse bin auf diesen Menschen, du musst nicht gutheißen, was er tut. Aber hör auf, da irgendwie die Schuld hinzugeben, sondern fang an, dich in Vergebung zu üben zu diesen Menschen und vor allem auch zu dir selbst. Denn es sind ja auch immer zwei Seiten. Denn ich habe auch erlebt, wie
eine Mutter nicht davor zurückgeschreckt ist, die eigenen Kinder zu verfluchen und zu benutzen, weil sie dem Ex-Mann, der sie verlassen hat, nicht gegönnt hat, ein neues Leben zu beginnen, glücklich zu sein. Hat sie über ihre Kinder eben Böses ausgesprochen. Und das konnte ich aber ganz genau fühlen und das war überhaupt gar nicht schön. Und ich bin gerade auch jetzt, wo ich noch einen Schritt weiter gegangen bin und mich von dieser Situation auch entfernt habe, nochmal wieder hineingestoßen worden, dass ich so nah bei Gott eben gerade auch sein kann und ja auch schon durchfühlt habe, wie Jesus am Kreuz für uns eben gestanden hat. Und dieses Unverständnis, wie man das seinen eigenen Kindern antun kann, das kann ich bis heute nicht begreifen. Aber ich hege auch da jetzt keinen Groll in diese Richtung zu dieser Frau. Im Gegenteil, ich habe sehr, sehr viel Mitgefühl, weil sie da eben eigene Verletzungen hat. Aber nicht die Verletzung, die dieser Mann getan hat. Denn das war die absolut richtige Entscheidung, weil das eben nicht zusammengehörte. Das ist einfach so. Aber dieser Groll, der kommt auch gar nicht von ihm, der kommt von ganz woanders hin. Und ja, ich hoffe und bete für sie, dass sie in diese Richtung ihre eigenen Kinder, dass sie sehen kann, was sie da eigentlich auf die Welt gebracht hat für Geschenke. Und dass sie halt eben genauso in ihre Stärke kommt und diese Kinder leiten und führen kann in ein besseres Leben, damit die das, was sie an Verletzungen hat, nicht auch noch ausbaden müssen. Also das geht gar nicht. Und das geht aber halt eben jetzt, führt vielleicht auch ein bisschen zu weit. Nur du kannst halt in dieser Bitterkeit, wenn du da so drin steckst, in diesem Geist drin steckst, kannst du vielleicht auch gar nicht anders, weil du dem dann Glauben schenkst und dann tust du Dinge, die nicht richtig sind. Machst du dann eben auch Fehler. Und da gehört einfach auch ganz viel Vergebung und Selbstvergebung und Mitgefühl eben auch hin, dass man selber eben auch bereit ist. Man muss aber auch bereit sein, selber da eben Heilung reinzukriegen. Bitte um Einsicht und erlange Weisheit, diese führt durch den göttlichen Weg gescheit. Wenn du anfängst, eben um diese Einsicht zu bitten, wie dein Weg ist, und dann halt eben Erkenntnis darüber erlangst, auch kommst du eben auch in eine gewisse Weisheit, würde ich jetzt ja schon auch sagen, aber es geht um die Weisheit Gottes, Dinge eben auch zu unterscheiden mit diesem Rat halt eben in Verbund. Und der göttliche Weg, der für dich dann halt eben ja auch bestimmt ist, den du dir abrufst sozusagen und der sich dir Stück für Stück eröffnet, der ist dann halt eben leicht. Du kannst ganz leicht durch diese Herausforderung gehen, durch die Herausforderung des Lebens und dieser Welt. Erkenne, dass du dich nur als Tor dem Weltlichen beugst. Entscheide dich in die Führung, indem du bezeugst. Ja, es ist vielleicht auch klar, wenn du eben dich dem Weltlichen beugst, nur machst, was andere machen, nur hörst, was andere sagen, dann bist du halt eben ein Tor. Und das zu erkennen ist einfach auch sehr schön. Wer da eben lange mit gefahren ist, fällt vielleicht auch in die Scham und muss sich auch erstmal aus seinem Umfeld befreien. Also man wird erkennen irgendwann, da sind Menschen in meinem Leben, die eben mich in die falsche Richtung ziehen, immer wieder ziehen und mir falsche Dinge raten. Schaue, wo holst du deinen Rat ein? Also ich würde niemals wieder von jemandem einen Rat einholen, der nicht Gott unterstellt ist. Das mache ich nicht mehr. Denn da kommt nichts Gescheites bei raus, so gut es auch gemeint ist. Also hole dir das ab von 1, 2 Personen, die eben den richtigen Weg schon gehen und lasse dir das von Gott nochmal bestätigen. Dann ist die Sache safe. Ich kann das immer wieder nur betonen, dass ich eben ja auch kürzlich durch eine Prüfung gegangen bin und
die war wirklich sehr herausfordernd und ich musste wirklich Vertrauen haben und habe wirklich jeden einzelnen kleinen Schritt, den ich oder auch Entscheidungen, die ich dann getroffen habe, habe ich abgefragt, absolut abgefragt und mir 3-mal bestätigen lassen, bevor ich es getan habe, weil ich da auch nicht scheitern wollte. Ich wollte einfach das auch bestehen und hinterher kommen halt eben wieder auch die Geschenke, die dahinter stecken und das ist sehr, sehr schön. Das gibt eben auch eine gewisse Sicherheit, da dann eben den nächsten Schritt weiterzugehen und ja, das nächste Geschenk auszupacken. Ich mag Geschenke. Genau, und diese Entscheidung in die Führung, das ist das halt eben, sich entweder auch führen zu lassen, einfach nur. Ich selber kenne meinen Weg, kenne meinen Ruf, so denke ich, was halt eben auch absolut in die Führung geht, aber vielleicht möchte man auch einfach nur dem Richtigen folgen und sich führen lassen. Das ist auch absolut in Ordnung. Aber tue dies, indem du eben auch bezeugst, dass du diesen Weg jetzt gehst und dich entscheidest dafür, jeden Tag neu entscheiden. Ich habe das schon gesagt, die Liebe ist eine Entscheidung. Die Liebe ist nicht etwas, was man fühlt oder was von außen kommt. Die Liebe ist eine Entscheidung, die kommt aus dir. Gehst du auf Sicherheit oder wahrhaftig im Licht? Jetzt bist du dran. Glaubst du oder nicht? Da braucht man auch nicht viel zu sagen, glaube ich. Geht man wieder zurück in diese Sicherheit, in die alten Muster, in das, was vielleicht der Verstand einem sagt, was sicher ist, weil man das kennt, weil man sich da schon was gebaut hat, ein warmes Nestchen, oder geht man wahrhaftig im Licht und sagt, ey, ich vertraue zu 100%, dass der Weg der richtige ist. Ja, und da stellt sich halt eben auch raus, glaubst du oder nicht? Jetzt ist die Zeit, alte Muster und Kontrolle zu brechen. Wissen, ist es Gott oder wollen Dämonen zu dir sprechen? Ja, es ist im Vertrauen bleiben. Ich habe mein Vertrauen zwischendurch auch immer wieder verloren, weil ich nichts gesehen habe im Außen. Also ich bekomme Dinge gezeigt und gehe im Vertrauen, aber ich sehe nichts. Und ich sehe auch immer noch nicht so in die Richtung, wie ich sie eigentlich gerne hätte. Und ich habe schon sozusagen das Ziel so ein bisschen gezeigt bekommen oder schon ein gutes Stück weiter, als ich aber jetzt schon bin auf meinem Weg. Und ich habe aufgehört, nach dem Warum zu fragen. Und dadurch konnte ich so ein bisschen meine Zweifel auch zügeln und eindämmen. Und dadurch, dass ich mich einfach auch komplett dann besonnen habe und wieder neu entschieden habe zu vertrauen, kann ich auch eben wissen wieder, okay, jetzt bin ich wieder im Frieden, jetzt kann ich auch wieder klar sehen und hören und weiß eben auch, gewisse Dinge kommen von Gott oder eben von der anderen Seite. Auch die Pastorin Lilly von den Equippers in Flensburg hat das in ihrer Predigt gemacht. Sie haben über die Namen Gottes, Gott hat ganz viele Namen, und sie hat das bei sich beschrieben, ich glaube El Roi. Und sie hat da einfach auch gestanden und gesagt, ja, Pastorin Lilly hat einfach auch gesagt, und das hat sie so schön deutlich gemacht, es gibt eine geistige Welt. Also es gibt diese Welt, ja, es gibt aber auch eine geistige Welt und sie sind beide real. Und das hat mich einfach auch so abgeholt in diesem Moment, als ich dort gesessen habe und dieser Frau zugehört habe, wie sie eben über Gott nochmal ganz neu spricht. Sie hat auch diese Themenreihe, glaube ich, begonnen sogar, oder war die zweite, die gesprochen hat dazu und hat eben gesagt, dein Name ist wichtig, und ich habe meinen Vornamen habe ich nie wirklich als gut empfunden. Und als ich dann aber auch nochmal nachgeschlagen habe, was bedeutet das eigentlich, fand ich das gar nicht mehr so schlimm und benutze meinen Namen jetzt tatsächlich auch sehr, sehr gerne. Ich habe mich teilweise gar nicht gut damit gefühlt. Aber und sie sagt einfach, es gibt eine geistige Welt und es gibt aber auch diese Welt, und ich habe durch diese Verbindung und das, was da so auf uns reingeprasselt ist, das war so irreal, das war so absolut irreal, habe ich das halt eben kennenlernen dürfen. Auf eine sehr unliebsame Weise, aber
Ich denke, man kann auch ein bisschen entspannter durchgehen und eben auch ganz sacht hineingeführt werden. Und das hat mich einfach absolut abgeholt, wie sie eben auch nochmal neu gesprochen hat, wie ich auch unabhängig von meiner Mentorin jetzt oder auch auf den YouTube-Kanälen, was ich so gehört habe, wie ich unabhängig davon vis-à-vis einem Menschen gegenüberstehe und dieser mir sagt, ja, es gibt diese geistliche Welt. Denn zuvor war ich auch unterwegs in Kirchen und so weiter und da ist mir das nie wirklich so präsentiert worden. Also es wurde mir nie wirklich eröffnet. Es war trotzdem irgendwie alles immer abstrakt. Aber es war sehr, sehr schön. Diese Predigt kann ich auch sehr empfehlen. Gott gibt nicht immer gleich eine Antwort, aber er wird dir den Weg weisen. Er wird Berge für dich versetzen und dich begleiten auf deinen Reisen. Ja, du stehst halt da und du siehst nichts und da ist halt eben das Vertrauen gefragt und er gibt dir nicht immer gleich eine Antwort und du stehst da, ja, jetzt vielleicht, aber er gibt keine Antwort, aber trotzdem führt er dich den Weg immer weiter. Und es ist auch, also er ist auch lustig, finde ich. Ich finde, Gott hat einfach auch Humor und da ist einfach auch die Freude dabei, auch die Lebensfreude, die ich jetzt allmählich wieder zurück erhalte, was sehr lange einfach auch nicht da war. Also ich habe wirklich lange an dieser Freude auch arbeiten müssen, bis sie dann plötzlich aufgekeimt ist und ich gewusst habe, alles klar, es ist alles noch richtig, so wie es gehört und die Lebensfreude ist einfach auch wieder da und er wird Berge für dich versetzen und dich begleiten auf deinen Reisen. Wenn da ein Berg ist, der zur Seite geräumt werden muss, dann tut er das. Du musst es nicht mehr selber machen. In meinem Journalismus habe ich ja immer geglaubt, dass das meine Berufung ist. Aber ich habe meine Berge immer selber erklimmen müssen oder zur Seite räumen müssen oder mich hindurch klopfen müssen. Also es ist, du musst unterscheiden, woher kommt der Weg. Ist es dein Ego, bist es du selber, ist es dein Herz. Denn in deinem Herzen ist auch Gottes Stimme. Und auch wenn er dich durch Täler führt, ist er auf jeden Fall zumindest da. Auch wenn du denkst, ey Gott, warum machst du das jetzt nicht einfach heil? Oder manchmal verstehen wir die wahren Gründe dahinter nicht. Und das ist halt auch der Grund, warum ich aufgehört habe, nach dem Warum zu fragen. Ich weiß aber, der Beistand ist da für diejenigen, die heute vielleicht durch eine Krankheit auch gehen müssen oder anderweitig sehr viel Leid erleben. Und ich weiß einfach, zumindest wenn er auch jetzt nicht von heute auf morgen das eröffnet, dass das sich umkehrt in die gute Richtung, dass er auf jeden Fall da sein wird. Manchmal ist es halt eben auch so, dass auch gewisse Dinge einfach dazugehören müssen, damit man selber eben diesen Samen aufblühen lassen kann. Und dann muss es sich einfach transformieren. Es ist ja am Anfang nur so ein Blättchen, aber aus diesem grünen Stängel wird irgendwann ein Stamm. Also es transformiert sich ja auch. Und dann wachsen da plötzlich Äpfel dran, also Früchte, und es passieren ganz viele verschiedene Dinge. Und man kann nie so genau wissen, was man nun wird. Man weiß, okay, ich bin ein Samen, der von Gott irgendwie betreut wird. Aber ich weiß nicht, will er nun einen Apfel oder einen Birnbaum aus mir machen. Das kann nur er einem sagen. Der Herr bricht die Mauern der Stadt, wo ein ganzes Heer gezweifelt hat. Ja, und wenn man eben im Zweifel steckt, das ist eben die Geschichte von Jericho auch. Gott wird es machen. Also halte stand in dieser Zeit und sei für sein Wirken in dir und durch dich bereit.
halte Stand, wenn du vor diesen Mauern stehst, und wisse, er wird die Mauern brechen. Und in einer Art und Weise, die kannst du dir gar nicht vorstellen. Das ist ja auch das Schöne, Gott überrascht einen ja auch und überwältigt mit so großartigen Dingen. Du musst aber bereit sein für ihn und sein Wirken in dir sein lassen und durch ihn halt eben sprechen. Also ihn durch dich sprechen lassen. So. Genau. Ja, ich hoffe, die Themenreihe Agape, die bedingungslose Liebe, hat dir gefallen. Die Gaben und Früchte des Heiligen Geistes sind hiermit vollendet. Jedes Samenkorn hat so seine Vorzüge, und aber jedes ist mit dem anderen verwoben. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass es genau die Lösung ist, wenn man irgendwo in sich spürt, da muss es noch mehr geben als das, was es jetzt hat und ist, und als das, was es ist, wenn man eben auch nach draußen und in die Nachrichten schaut. Ich glaube nicht daran, dass wir in einer rosaroten Welt jemals leben werden. Es wird immer Krankheiten geben, es wird immer irgendwo auch Unstimmigkeiten geben. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass man mit so vielen Menschen eben happy-clappy Leben führen kann. Das ist auch ein Passwort, den kann man sich auch nicht ausdenken. Der erzählt immer vom happy-clappy Christentum, und ich finde ihn sehr, sehr charmant. Und ich glaube nicht daran, dass wir jemals irgendwie nur noch einig miteinander sind und grinsend durch die Gegend laufen. Nein. Sondern wir werden immer Herausforderungen haben. Wir werden jeder unseren Weg eben zu gehen haben. Aber ich glaube daran, dass wir auf jeden Fall begleitet sind und dass es da auf jeden Fall auch einen Weg gibt. Wie viele Menschen stehen vor Herausforderungen oder überhaupt in einem Leben, in diesem Karussellleben, und sehen den Weg dahinter gar nicht. Es gibt so viel Schönes dahinter zu entdecken. Und das wünsche ich mir einfach für dich, dass diese Agape-Liebe in dir erblüht, dass du dich jeden Tag neu für die Liebe entscheidest und dann dementsprechend auch Vertrauen hast und weitergehst. Und ich bin dabei, einige Sachen auszuarbeiten für eine Begleitung, dass man eben auch sich selber aufbauen kann, dass ich da eben über einen gewissen Zeitraum eben Hilfestellung leiste und eben auch Dinge mit an die Hand geben möchte, die bei mir einfach geholfen haben, und auch durch Gespräche, die ich schon geführt habe und die Resonanz, die daraus eben herrührte, gesehen haben, okay, das, was ich an die Hand zu geben habe, das hat halt eben auch Hand und Fuß, und das möchte ich irgendwie versuchen für dich zu kultivieren, damit du für dich eben einen leichteren Weg vielleicht auch hast oder überhaupt einen Weg für dich auch erst finden kannst. Ich wünsche dir alles Gute weiterhin, und ich freue mich schon, also dieses Haltestand, das ist ja auch wieder die absolute Hingabe an diesen Weg und die Stärke dahinter, und ich bin so gespannt schon auf das nächste Video. Es wird jetzt noch ein bisschen dauern, das werde ich nämlich ein bisschen professioneller vorbereiten. Ich habe hier wirklich nur frei raus gesprochen und würde am liebsten alles nochmal neu aufnehmen oder auch einige Gedichte neu schreiben, aber es ist jetzt, wie es ist. Und ich bin in diesen paar Wochen jetzt so viel selber gewachsen und möchte einfach in Zukunft noch ein bisschen anders auch meine Geschichten erzählen, und die nächste Themenreise wird sein, die Heldenreisen, und ich freue mich schon sehr darauf. Ich hoffe, ihr auch. Agape.